Zu den Wingfoil Leichtwind-Bordkonzepten gesellt sich hier auch das Cabrina Swift in 6.3. 100 Liter Volumen. Das Ganze ist wunderschön gestaltet, hat eher eine schöne, elegante Surfboard-Optik. Das Ganze hat ein abgesenktes Deck und Nose und Tail ist mit zusätzlichem Volumen an Deck ausgestattet. Die wichtigste Frage ganz am Anfang natürlich bei einem Leichtwind-Wingfoil-Bordkonzept steht als erstes im Raum, wie früh komme ich damit auf den Flügel? Das Cabrina Swift hat hier wirklich enorme Leistungen zu bieten. Bei 70 Kilo Testergewicht haben wir hier erste Flugphasen ab 5 Knoten. Bei 85 bis 90 Kilo geht das Ganze hier bei 8 bis 9 Knoten dementsprechend los. Je nachdem, wie die Bedingungen geschaffen sind und ob man halt auch in der Lage ist, einen etwas Raumschuttkurs zu wählen, dann geht das Ganze wirklich sehr, sehr widerstandsfrei einfach sofort von dieser Verdrängerfahrt, die sehr viel Vorwärtsgeschwindigkeit schon von alleine produziert, in die Flugphase, also direkte Anströmung des Flügels über. Das ist fast teilweise manchmal so, dass man da noch ein-, zweimal pumpt, obwohl man schon am Fliegen ist. Also man wundert sich wirklich am Anfang, wie schnell man hier auf den Flügel kommt. Verglichen mit einem konventionellen Boardshape gleicht es einem sehr guten Leichtwind-Wingfoil-Board mit 120 Litern. Aber gehen wir vorher nochmal einen Schritt zurück, weil wie schwer ist es hier aufzusteigen und wie hoch ist die Kippstabilität in der Verdrängerfahrt? Das ist natürlich einer der wichtigsten Fragen, halt gerade für auch den Einsteiger. Dafür empfiehlt Cabrina das Board ebenfalls. Wir haben eine Bordbreite von 50. Bei konventionellen Boards haben wir Bordbreiten in dieser Volumenklasse von durchschnittlich 66 cm bis 70 cm. Und wenn wir es von der Leistung beim Anfahren vergleichen, haben wir hier wirklich auch Bordbreiten von bis zu 80 cm. Wer sehr schlecht ist von seinem Gleichgewichtsgefühl und über 90 Kilo wiegt, dem würden wir das 6.3er nicht empfehlen, auch nicht für die ersten Anfänge beim Wingfoilen. Wer insgesamt halt maximal 80 Kilo wiegt und ein bisschen sportlich ambitioniert ist, vielleicht das Ganze auch noch nicht gemacht hat, für den ist die Kippstabilität hier schon wirklich absolut ausreichend. Man denkt dann immer halt, da nehme ich halt einen sehr großen, breiten Flügel, der bringt mir noch mehr Kippstabilität beim Aufsteigen. Das ist richtig, das gibt dann aber wieder Nachteile im späteren Fahrverhalten, aber dazu kommen wir noch. Grundsätzlich ist das hier ein Bordkonzept wie das von uns zuvor getestete Indiana Ledoux, was 106 Liter hatte. Und wir können hier nochmal im Vergleich feststellen, dass die Kippstabilität beim Aufsteigen und auch beim Losfahren beim Cabrina Swift nur mit 100 Litern insgesamt höher und stabiler ausgefallen ist. Einmal auch hier eine kurze Auflistung des Test-Setups. Wir haben das Swift 100 Liter 6.3 mit Flügeln zwischen 1100, 1400 und 2150 Quadratzentimetern getestet. Und das Ganze auch mit unterschiedlichen Winggrößen, unterschiedlichster Hersteller zwischen 4 und 7 Quadratmeter. Mit einer mittleren Foilposition in den Treckschienen, bei den kleineren Foilgrößen ein klein bisschen weiter vorne, ließ sich stets halt sehr einfach ein völlig neutraler Trim erzielen und auch der gesamte Bereich zum Stehen war dann intuitiv zu 100%ig gleich an der richtigen Stelle. Also das Setup von der Balance und so ist halt hier wirklich absolut
optimal designt. Und was hier bei so einem Bordkonzept auch sehr wichtig ist, dass man seine Beine oder Füße nicht über Gebühr verschieben muss. Im gesamten Manöverhandling haben wir hier beim Verschieben der einzelnen Fußpositionen wirklich immer nur ein paar kleine Zentimeter. Das meiste lässt sich halt einfach über den unterschiedlichen Druck der Zehen und Ferse dementsprechend regulieren. Also man muss hier, wie gesagt, auch keine großartigen Ballettkünste aufweisen. Das unterscheidet auch dieses Bordkonzept hier von dem einen oder anderen ähnlich anmutenden Bordkonzept, was aus diesem Verdrängerrumpf-Design kommt, wo man auch beim Anfahren oder im Fahrzustand dann teilweise unterschiedliche Positionen auf dem Deck einnimmt, wo man immer wieder ein bisschen mehr Druck vorne oder hinten geben muss. Das entfällt hier wirklich fast vollständig und ist sehr einfach zu handhaben. Dabei ist das Ganze schön reaktiv. Je nach Größe, also kleinere Flügel, gehen auch High-Aspect-Modelle. Die gehen dann auch dementsprechend einfach früh los und lassen sich gut kontrollieren. Aber wenn ich bei ganz großen Flügeln jetzt hier das bevorzugt bei Leichtwind benutzen möchte, dann sollte man halt beim Mid-Aspect-Foils sozusagen bleiben, damit das Ganze harmonisch von dem Druck auf der Rolle ist und nicht halt zusätzliche Kraft benötigt, um auf den Flügel einzuwirken. Bei Mid-Aspect-Flügeln ist das Ganze hier harmonisch passend von der Bordbreite und dem notwendigen Druck. Das Swift 6.3 mit 100 Litern lässt sich auch sehr gut in leichten Wellenbedingungen bewegen. Einerseits ist die Agilität, die ist vergleichbar mit einem guten 75 Liter oder 80 Liter Around Board mit einem kompakten Shape. So beweglich fühlt sich das Ganze hier dementsprechend an. Und man hat den Vorteil, diese Rumpfform bleibt halt auch auf der Rolle oder auch mal bei langsamer Fahrt halt überhaupt nicht hängen. Also selbst wenn man hier einen Touchdown hat auf dem Rail oder mal ein bisschen zu hoch gekommen ist oder zu tief fliegt, dann wird das Brett hier überhaupt nicht abgebremst, sondern läuft immer flüssig weiter. Stellt sich natürlich die Frage halt, braucht man das und wenn, wer braucht das? Grundsätzlich von unserer Seite aus ein 100%iges Ja. Dieses Konzept des Verdrängerrumpfes, was beim Sub-Downwind oder für das Sub-Downwind als erstes erfunden wurde, macht sich hier in etwas kompakterer Form mit einer kleinen, im Verhältnis etwas mehr Bordbreite sehr gut, was das sehr frühe Aufsteigen auf das Foil, auch Foils, die schwieriger ins Fliegen zu bekommen sind hier leicht nach vorne zu bewegen, weil der Rumpf einfach von alleine eine sehr hohe Geschwindigkeit hat und wenig Zug vom Wing dafür benötigt. Man kann schnell umstellen auf eine Pumpbewegung, die dann dazu nochmal hilfreich ist für denjenigen, der sportlich ambitioniert ist, sodass man hier wirklich sensationell frühe Fahrleistungen generieren kann. Für den, der absoluter Profi ist, sind hier wirklich Bereiche ab 5 Knoten möglich bei 70 Kilo plus minus 10. Und für den Einsteiger, der das Ganze noch nie so richtig gemacht hat, braucht man hier 10 bis 12 Knoten mit einem größeren Wing, um hier sauber nur über den Anstellwinkel des Wings auf den Flügel zu kommen. Hier bedarf es dann auch keinerlei Pumpbewegung mehr. Dazu fährt es sich im Fliegen einfach wie ein deutlich kleineres Brett. Es ist viel agiler, viel einfacher zu fliegen, braucht weniger Kraft, ohne dabei zu sensibel zu sein. Also ist überhaupt nicht nervös, sondern ist wirklich ganz gleichmäßig und schön und harmonisch abgestimmt, was die Sache wirklich sehr attraktiv macht und das für alle Fahrkönnenstufen. Nur bitte darauf achten, keine zu
gestreckten, großen Flügel verwenden, weil sonst die Agilität, die das Board an sich halt positiv aussehen lässt, durch den Flügel eingebremst wird. Also bei Mitaspect halt, wenn es über 2000 Quadratzentimeter geht, sollte man bei Mitaspect Foils hier Schluss machen. Dann passt das Ganze sehr, sehr gut zu dem Swift. Wenn die Sachen kleiner sind, Tausende und auch kleiner von Quadratzentimetern, dann kann man natürlich auch halt wirklich absolut High Aspect oder Super High Aspect Foils verwenden. Man kommt dann einfach nur deutlich schneller ins Fliegen, als man es bisher gewohnt war. Das Ganze ist hier sehr leicht vom Gewicht konstruiert, 5,7 Kilo bei 100 Liter Volumen, ist wirklich ein exzellenter Wert. Wir haben jetzt keine übermäßige große Empfindlichkeit festgestellt, aber wir sind damit auch vorsichtig umgegangen. Insofern ist das hier eine feine Sache und das Ganze schlägt halt mit knapp 2000 Euro zu Buche, was auch wiederum nicht wenig Geld ist, aber für uns auf jeden Fall diesen großartigen Spaß absolut wert ist.